Hallo liebe Piloten! Beim heutigen Video zeige ich euch, wie eine PPL-Prüfung, also die Prüfung für einen Privatpilot, abläuft bei uns in der Schweiz gemäß EASA, also nach europäischen Richtlinien. Das Ganze hat ein Formular zugrunde und der Examiner geht während der Prüfung durch dieses Formular hindurch. Das besteht aus einzelnen Sektionen und wird dann vom Examiner ausgefüllt, ob der Prüfling bestanden hat oder nicht und ob er wiederholen muss oder nicht. Beim Zusammensitzen wird zuerst das Flugbuch geprüft, ob alle Flüge gemäß Syllabus ausgefüllt sind und ob alle Soloflüge durchgeführt wurden. Es wird geprüft, ob die theoretische Prüfung bestanden wurde und der LPC Language Proficiency Check wird auch angeschaut. Dann gibt es eine Routenflugbesprechung, wo natürlich der Examiner schaut, hat der Prüfling eine Ahnung von Flugplanung, von Benzinkalkulationen, vom Taxiway Procedure, von Radiotelefonie. Und natürlich auch die ganzen Prozedere auf den jeweiligen Flugplätzen werden angeschaut. Also wo ist der Touchdown Point, wo wird durchgerollt. Beim Wetterbriefing wird gefragt, was ist eine Warmfrontokklusion, welchen Wind kann man heute auf unserer Flugroute erwarten. Die Druckverhältnisse in der Schweiz betreffend Föhn werden angeschaut. Es wird gefragt, wie oft kommt ein METAR raus, wie oft kommt das DAPS raus. Dann geht es an die Mass and Balance und die Performance-Daten werden ermittelt. Somit wird auch der Examiner als Gewicht eingetragen. Also der Prüfling muss wissen, wie schwer ist der Examiner, was hat er für ein Gepäck, und muss anhand von diesen Daten dann das Weight and Balance Sheet ausfüllen. Die ganze Takeoff-Performance mit den entsprechenden Temperaturen und Flughöhen für den aktuellen Prüfungstag werden ermittelt. Und da werden natürlich auch einzelne Fragen vom Examiner gestellt, ob der Schüler das wirklich im Griff hat. Das Ganze geht heute einfach mittels Geronimo App. Schön digital und sauber, also da muss nicht mehr mit Bleistift und Lineal da in den Tabellen rumgezirkelt werden. Für die Darstellung kann eigentlich immer noch das EFM benutzt werden, wie wir es jetzt sehen, aber hier ist es schön digital mit den Punkten eigentlich ersichtlich. Die Flugroute wird besprochen, auch natürlich welche Lufträume werden gekreuzt. Die Prüfung besteht aus einem VOR-Überflug, in diesem Fall Willisau, und dann einem CTR-Crossing in Bern. Da kann der Examiner natürlich schön schauen, ob der Lehrling das im Griff hat mit dem Funken und mit den 5 Ts und den Überflug und Intercept von den Radials der VORs. Dann geht es über Payen, Biel Richtung Grenchen. Im Luftraum Echo ist man da und dann ist man wieder im Golf. Da können natürlich auch Fragen vom Examiner auftreten. Der Einflug nach Grenchen erfolgt via Whisky, das ist die Stadt Biel, und dann Whisky One. Über die CTR nach Grenchen. Der Operational Flight Plan, der OFP oder NFP Navigational Flight Plan, wird ausgefüllt mit dem aktuellen Datum, mit der geplanten Flughöhe und den zu erwartenden Frequenzen. Die Treibstoffberechnung wird für diesen Tag gemacht und angeschaut. Und da können natürlich immer wieder Fragen kommen vom Examiner, was ist das gesetzliche Minimum. Aufgrund dessen füllt dann der Examiner die erste Section Pre-Flight Operations and Departure aus,
ob das bestanden wurde. Dann gibt es den Oral Exam. Da geht es um fliegerisches Fachwissen. Die Frage kann lauten zum Beispiel, zeig mir einen Vergaser auf. Wie funktioniert eine Vergaservereisung? Was kann man dagegen tun? Und nach circa einer Stunde geht es dann schon los zum Flugzeug raus. Die Betankung erfolgt nach voreingehender Berechnung. Und wichtig ist, der Schüler sollte dem Examiner ein Briefing des Flugzeuges machen. Hier wird noch der Outside-Check gemacht. Da können natürlich auch immer wieder Fragen kommen vom Examiner. Welche Farbe hat das Nav-Light, links oder rechts? Wo ist das Beacon Light? Was ist die GPS-Antenne? Wo sind die Drain Valves für die Tanks? Was bedeutet Filler Neck? Wo ist die Stall Warning? Was ist eine Stolperkante? Und beim Motor natürlich, wie viel Öl muss drin sein? Wie viele Zylinder hat es? Ist es ein luftgekühlter oder wassergekühlter Motor? Welche Ölsorte gehört in so einen Motor rein? Mehrbereichsöl oder nicht? Wo ist die Batterie? Wo sind Magnet? Wo sind die Magnete? Ja. Wo ist der Ölfilter? Diese Büchse. Gut. Wo ist die Batterie? Okay. Die Stallwarnung wird hier gecheckt mit dem Battery Master On, damit man aus dem Cockpit das Horn auch hört. Hier erklärt der Schüler dem Examiner, wie man einsteigt und wo man draufstehen darf und wo nicht. Gut. Das Flugzeugdokumente sind in der hinteren Sitz dort zu finden. Ja. Das ist CFM, hä? Ja. Die restlichen Dokumente, Versicherung, Flugtüchtigkeitszeugnisse und so weiter. Alle Dokumente des Flugzeuges werden dem Examiner gezeigt und auf deren Gültigkeit überprüft. Unter meinem Sitz eine Notfallapotheke und unter dem Sitz vom Passagier Handfeuerlöscher. Ein Emergency Briefing wird gemacht, wo der Feuerlöscher und die Apotheke erklärt wird. Ja. Und dann geht's los. Also Pre-Flight Preparation, Flight and Reservation System, picked up. Habe ich gemacht, ja. Maintenance Release, check. Ja, gut, ja. Email, check. Ja, nicht gesehen. Meteo, check. Sameo, Haben wir besprochen, ja. Not on Dubs, check. Sam auch gut. Route Documentation prepared, kann ich mehr. Left dann kann ich auch. Mass Balance Performance, das habe ich auf dem iPad gemacht. Gut. ATC bleibt dann, brauchen wir nicht. Und Customs brauchen wir auch nicht. Pre-Flight Preparation completed. Pre-Flight Check, Cabin, Aircraft Documents, Mic Sets, Torches, on board, das habe ich auch gut. Parking Brake, set, alternate static port, closed, controls. Left up, rear up, right up, rear down. Controls are free. Ignition is off. Mixture at cutoff. All electrical equipment is off. Avionics off. Battery on. Trimmers and flaps. Der Examiner schaut beim Starten des Flugzeuges, ob der Schüler die Procedures einhält.
und gemäß Checkliste auch den Flieger startet. Gut. Battery und Tankanzeige zeige voll. Sehr gut. Battery off. Wichtig ist, dass sich da nicht kleine Fehler einschleichen, zum Beispiel wenn der Treibstoffvorrat angesprochen wird, heißt nicht, der Treibstoff ist okay, sondern Treibstoff Endurance reicht für 4,5 Stunden. Gemacht, ist gut. Das ist sehr wichtig, dass man sehr professionell arbeitet und auch dem Examiner, der ja nur diese Gelegenheit hat, den Schüler zu prüfen, ein gutes Bild von sich gibt. Parking brake. Weil der Examiner muss nach diesem Tag entscheiden, ja, der kann das oder der kann das nicht, oder der wird in einer Stresssituation überfordert sein oder nicht. Full ridge. Cover rate 8 off. Electrical consumers autopilot sind off. Jetzt können natürlich auch noch Fragen kommen, wie viel spritzt man ein, wieso und wo findet man die Temperaturen, wie viel man einspritzen muss. Da ist wichtig, dass man das POH, respektive die Checkliste des Flugzeuges gut kennt. Left tank. Check before starting engine completed. Starting engine. Die Limiten des Startes sollte man auch wissen, dass man nicht länger als 10 Sekunden ohne Abkühlung Ist okay. den Motorstarter betätigen soll. Priming. According to AFM. Jetzt schaut der Schüler die Außentemperatur an und entscheidet sich, wie viel er einspritzen soll. Ja, wenn 20 Grad plus ist 3 Mal. Der braucht Minimum 3 bis Okay. 4. Ja. Also jetzt wird 3 bis 4 Mal eingespritzt. Throttle, set for engine start. Jetzt musst du wahrscheinlich den Benzin drauf. Yeah. Fuel pump on. Rotating beacon. Anti-collision lights. On. Propel area clear. Starting engine. Diesen Tag war es sehr heiß und dann läuft diese Lycoming Engine halt nicht so gut an. Da muss je nachdem wieder nachgeprimt werden. Wichtig ist, wenn man die Lüftung oder den Ventilator im Piper anlässt, da muss man schauen, dass die Öffnungen oben offen sind. Nicht, dass der Ventilator gegen eine geschlossene Luke bläst und dann überhitzen kann. Wenn man die Headset anlegt, muss der Schüler einen Radio-Check machen mit seinem Examiner, damit die Kommunikation sichergestellt ist. Wenn der Motor läuft, dann füllt der Examiner die erste Section weiter aus. Ob das Flugzeug gemäß Checkliste hochgefahren wurde, ob der Motor entsprechend gestartet wurde, ob die Radiotelefonie-Procedures des Flugplatzes eingehalten wurden, ob das NAV-Setting für diesen Flug richtig gemacht wurde, ob die Frequenzen eingestellt wurden und preselected wurden.
Hier fragt der Controller, wie viele POBs, also wie viele Persons on Board seien. Und der Examiner schaut natürlich, wie sich da der Schüler metzget, wie der da funken kann. Die Geschwindigkeit beim Rollen sollte angepasst sein, also nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Und eine gute Übersicht ist vonnöten. Ihr seht, der Examiner macht sehr viele Notizen und der Schüler sollte diesen Flug komplett selbstständig durchführen, also auch selbstständige Entscheidungen treffen, damit der Examiner beurteilen kann, ob er, wenn er alleine fliegt, das auch richtig macht. Beim Run-Up-Check überprüft der Examiner, ob der Schüler die Werte, also die Temperaturen des Öls einhält, ob er die Übersicht hat, bevor er Gas gibt, ob hinten sich nicht jemand hinter dem Flugzeug befindet, den er wegblasen kann. Hier wird die Gemischverstellung überprüft. Beim Gemisch reduzieren steigt die Abgastemperatur. Und dann, wenn man zu viel leant, dann sinkt auch die Tourenzahl des Motors. Das haben wir jetzt eben gesehen. Das ist die Vergaserheizung. Und hier wird dann noch der Leerlauf geprüft. Das sollte alles auswendig passieren. Der ganze Run-Up-Check sollte vom Schüler auswendig gemacht werden. Die Controls werden überprüft, das sollte vollständig auf allen Seiten, in allen Ecken gemacht werden, also nicht einfach noch nur vorne, hinten und links und rechts, sondern wirklich einmal komplett. Und hier geht es schon zum Start. Der Examiner schaut, ob die rechten Callouts beim Start kommen, also Takeoff Power sollte gecheckt werden, der Speed Indicator, wenn der beginnt zu laufen, sollte das angesprochen werden und natürlich dann die Rotation Speed. Und beim Abheben schaut der Examiner, ob der Ball in der Mitte ist, das heißt, ob die Ruder entsprechend gedrückt werden, dass das Flugzeug nicht seitlich wegschiebt, um das Drehmoment und P-Factor und Slipstream auszugleichen. Das Ganze geht heute via iPad, also der ganze Flugplan ist auch auf dem iPad. So kann man sehr präzise fliegen und die genauen Standardverfahren des jeweiligen Flugplatzes einhalten. Wenn das erfolgreich durchgeflogen wurde, bekommt er einen Haken und wenn die ganze Sektion gepasst ist, dann muss er das auch nicht mehr wiederholen. Wenn einzelne Punkte gefailt sind, kann der Examiner verlangen, dass einzelne Sachen nochmals wiederholt werden. Der Start erfolgte in Basel und erfolgt jetzt, geht weiter in südliche Richtung.
über die Ausflugpunkte Richtung des VURs Willisau. Und wenn man 5000 Fuß gemäß AFM des von Piper durchfliegt, sollte man leanen, das heißt das Gemisch reduzieren, weil oben die Luft ja dünner ist und weniger Sauerstoff zur Verfügung steht. Dann wird die Benzinzufuhr reduziert und mit der Abgastemperatur kann man schauen, dass die Verbrennung optimal ist. Und die erste Übung dieses Fluges besteht darin, dass der Schüler ein Homing fliegt auf das VUR Willisau. Das sieht man hier. Beim oberen CDI sollte die Nase möglichst zentriert sein. Das ist jetzt Inbound Radial 157, Inbound VUR Willisau. Und wenn es Wind hat, muss der Schüler natürlich den entsprechenden Wind Correction Engel fliegen. Und der Examiner kann natürlich auf seinem iPad schön sehen, ob das Ganze sauber geflogen wurde, ob keine Luftraumverletzung mit Zürich in diesem Fall erfolgt ist. Hier sind wir schon im Cruise, der Cruise-Check erfolgt und die Leistungsdaten werden da am Sonnenpanel abgelesen und dann auch entsprechend gesetzt und wieder geleant. Das war jetzt Zürich Information, der uns aufgefordert hat, uns beim VUR Willisau wieder zu melden. Hier ist der Anflug auf das VUR und da schaut der Examiner, wie gut macht das der Schüler, wie exakt überfliegt er die Station. Und dann kommen die 5 Ts. Erst ist der Time, also Zeitcheck. Da sieht man jetzt, wie die Nadel ausläuft und dann kommt der Cone of Silence. Also direkt über der VUR-Station hat man keinen Empfang, das sieht man da. Und wenn die Flagge von To nach From umschlägt, dann macht man den Time-Check. Das zweite ist Time Twist. Da dreht man aufs neue Heading. Oder respektive den Heading-Bug kommt aufs neue Heading. Und der neue Radial wird eingestellt und dann dreht man, das ist das Turn. Und Talk. In diesem Fall sprechen wir wieder mit Zürich Information, dass wir das VUR überflogen haben. Da sieht man schön den Rechtsturn auf das Intercept-Heading vom neuen Radial. Dann geht es schon Richtung Bern. Und der neue Radial wird mit einem 30 Winkel angeflogen. Sieht man schön, er fliegt im 30 Grad Winkel auf die rosarote Linie zu, das ist der neue Radial. Hier dreht er den neuen Radial 246 ein. Und überprüft das auch, er hat es auf den NAV 2 auch schon eingestellt, dort ist er auch schon bald drauf. Der neue Radial ist nicht 246, sondern 228, wie ich das sehe. Den interceptiert er jetzt für das CTR Crossing, also den Luftraum von Bern muss er durchfliegen.
Und sobald er den neuen Radial etabliert hat, kommt der letzte Punkt der 5 Ts, das ist das Tabulate. Dort geht er dann in den Operational Flight Plan und schreibt die aktuelle Überflugzeit vom VOR auf und rechnet das neue ETA, also das Estimated Time of Arrival vom nächsten VOR aus. Hier redet der Schüler schon mit Bern und verlangt ein Durchfliegen des Luftraumes. Hier sind wir bereits über Bern und bei einem CTIA Crossing ist es natürlich wichtig, dass die Höhe gut eingehalten wird. Währenddessen hört er das aktuelle Wetter von Grenchen ab und macht schon ein Approach Briefing für Grenchen. Die Toleranz für die Höhe beträgt plus minus 100 Fuß. Und der Examiner hat natürlich schön Zeit, das VOR Intercept zu verfolgen. Jetzt sind wir schon durch Bern durch und überfliegen das VOR von Fribourg. Dann kommen nochmals 5 Ts. Luftraumüberwachung ist ganz wichtig. Bevor man eine Kurve fliegt, ist der Schüler aufgefordert, zuerst die Kurve freizumelden. Hier sehen wir dann das Nachführen des Operational Flight Plans. Und das ETA von Grenchen wurde nun soeben ermittelt. Da können gut Fragen kommen wegen Treibstoffberechnungen, wie lange kannst du noch fliegen, was machst du, wenn du zu wenig Treibstoff hast, wann musst du eine Emergency deklarieren und so weiter. Wir haben das VOR Fribourg überflogen, fliegen jetzt durch den Luftraum von Payen. Und haben den Sinkflug eingeleitet. Wichtig ist da zu wissen, dass der Schüler einen Plan hat, also ein Descent Planning macht, dass er zur richtigen Zeit mit der richtigen Höhe an den Einflugpunkten von Grenchen ist. Hier sind wir jetzt schon beim Endanflug auf Grenchen. Der Schüler muss da selbstständig einteilen von Geschwindigkeit und Klappenstellung, dass der Anflug auch gut kommt. Aufgrund natürlich des jeweiligen Windes an diesem Tag. Und wenn es Gasti ist, so wie hier, sollte die Hälfte der Gasts zur Anfluggeschwindigkeit dazugerechnet werden. Der Aiming Point ist immer so 50 Meter vor dem geplanten Aufsetzpunkt. Und wichtig für den Examiner ist, dass die Landungen immer schön ausgeflogen werden. Also dass das Aufsetzen nicht zu schnell ist. Idealer Aufsetzpunkt ist bei 50-52 Knoten bei diesem Piper Kadett. Das heißt, die Landung war schön ausgeflogen. Der Examiner hat mittlerweile natürlich den ganzen Fragebogen des Checks ausgefüllt, ob bestanden wurde oder nicht.
Aber dieser erste Teil erfolgt eigentlich recht selbstständig vom Schüler. Also der Examiner ist da nur als Beobachter drin und macht sich Notizen. Wichtig ist, dass der Schüler wirklich bis zum Ende des Fluges konzentriert bleibt, nicht, dass sich noch irgendwelche Flüchtigkeitsfehler beim Abstellen einschleichen. Und das Flugzeug muss auch mit der Checkliste wieder abgestellt werden. Power, idle, ignition, off, lights on, battery and alternator off. Gut, der Operational Flight Plan wird noch ausgefüllt mit der aktuellen Ankunftszeit. Das überprüft der Examiner. Und vorschriftsgemäß muss auf dem Flughafen Grenchen eine Leuchtweste getragen werden. Das macht dieser Schüler hier auch sehr vorbildlich. Dann geht es zur Kasse zur Bezahlung der Landegebühr und dann nachher ab ins Restaurant. Gut, und wir sehen uns wieder für den zweiten Teil, den Manöverteil. Danke fürs Zusehen.